Seit 2020 beschäftigt sich Baumüller mit dem AMR. AMR ist eine Abkürzung für autonomer mobiler Roboter, Englisch wie Deutsch. Ein AMR ist eigentlich ein Gerät, was sich selbstständig im Raum navigiert und vergleicht quasi die Ist-Kontur vom Raum mit der Soll-Kontur. Auf Basis von diesen Informationen können dann auch automatisch Ausweichmanöver oder Alternativrouten gefahren werden und berechnet werden. Wir nutzen einen Standard-Roboter-Controller, der eine niedrige Bauhöhe hat, dafür besonders gut geeignet ist, um in eine mobile Roboter-Applikation eingesetzt zu werden. Bei der Zusammenarbeit kam es vor allem auch darauf an, die Schnittstellen zu bilden. Das heißt, der Roboter gibt ein sicheres Signal von seinem Roboter-Controller an die bewegliche Station ab, dass er sich in einem sicheren Zustand befindet, und dann kann das AGV auch fahren. Sehr wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Partnern. Einmal ein Kamerasystem von der Firma Sensopart, ein Greifersystem von der Firma Zimmer, Bereichsscanner von der Firma SICK, den AGV-Aufbau von Baumüller, und alle Komponenten müssen miteinander kommunizieren. Ein mittelständisches Unternehmen möchte gerne in der Lage sein, Änderungen selber durchführen zu können. Und das geht insbesondere mit einer Drag-and-Drop-Software, die dann einfacher gestaltet ist. Also wir haben hier einen kollaborativen Roboter auf einem AMR, der relativ leicht ist für einen Industrieroboter, dazu aber auch noch eine Steifigkeit bietet. Das heißt, wir haben ein sehr stabiles System, was wir durchgehend einsetzen können für eine 24/7-Produktion. Bei der Kooperation kam es auch darauf an, dass wir beim Koordinatensystemabgleich verschiedene Lösungen anbieten können. Dann ist es gar nicht wichtig, wie das AMR eigentlich steht. Hauptsache, es ist in Reichweite des Robotersystems. Das bringt völlig neue Einsatzmöglichkeiten und auch Gestaltungsmöglichkeiten in der Fabrik, weil auf einmal viel mehr Platz zur Verfügung steht. Die Fahrzeit ist abhängig von der Aktivität. Also was habe ich für Zuladung? Fahre ich jetzt leer in der Gegend rum? Fahre ich mit wenig Gewicht rum? Habe ich einen Aufbau wie ein Roboter, der dann einen Controller noch versorgt? Wenn wir jetzt ohne Last herumfahren, dann ist die Fahrzeit ungefähr bei 8 bis 10 Stunden. Wenn wir jetzt eine Aktivität obendrauf montiert haben, dann reduziert sich die Fahrzeit natürlich entsprechend der Leistung, die dann verbraucht wird. Wir haben uns dann bei dem Eintritt in den Markt gedacht, dass wir etwas komplexere Geräte draufsetzen können, und da war die Idee mit kollaborierenden Robotern. Da haben wir uns auf dem Markt umgeschaut und sind auf die Firma Mitsubishi Electric zugekommen, und da hat sich eine wunderbare Zusammenarbeit entwickelt, die jetzt über die ganze Zeit schon sehr gut gelebt wird.